Ja, es ist jetzt in Österreich schon sehr, sehr umstritten, sage ich einmal. Also es ist, entweder man liebt das Ganze und ist mit ganzem Herzen dabei, oder man sagt halt, das sind alles Wahnsinnige und die werden scheitern. Von der Idee bis zu den ersten internationalen Segelregatten war es ein ganz schöner Weg. Wir waren von Anfang an dabei, um die Entstehungsgeschichte der jungen Mannschaft und ihrem ambitionierten Traum zu erzählen. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es beim Austrian Ocean Race Project unter anderem um die Teilnahme an einem der längsten und gefährlichsten Rennen der Welt. Dabei segelt man über mehrere Etappen und über das offene Meer um die ganze Welt. Ein Rennen, das über 9 Monate geht und 2021 stattfindet. Wir sind hier in Villach. Wie ihr seht, ist leider nicht am Meer gerade, aber wir haben auch einige Arbeiten abseits vom Segeln zu erledigen. Momentan bin ich da gerade dabei, das Segel zu branden bzw. kleine Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen, während die Farbe trocknet. Das Großsegel, auf dem ich mich gerade hier befinde, hat eine Gesamtfläche von 130 Quadratmetern. Also es war schon eine ganz gute Aufgabe, dieses Segel komplett zu bemalen. Und heute am Abend bzw. am Nachmittag hoffentlich geht es dann wieder retour nach Porto Piccolo zum Schiff und wir beginnen dann ein Training. Wir sind am Weg nach Italien, haben die Segel jetzt fertig gebrandet. Die sind jetzt am Hänger hinter uns. Und wenn es sich ausgeht und wir noch ein bisschen ein Tageslicht haben, werden wir gleich das Großsegel wieder montieren, dass wir morgen bereit sind zum Segeln. Ja. Wir haben jetzt 5 spannende Trainingstage vor uns. Vom Wetter her schaut es morgen noch etwas flau aus eigentlich vom Wind her, was gar nicht so schlecht ist, weil wir müssen im Grunde noch einige Wartungsarbeiten am Boot durchführen. Die Kielhydraulik wird noch überarbeitet und eine Winch müssen wir uns noch anschauen. Das heißt, das werden wir morgen alles machen. So, ich mache gerade die Anmeldung für das Rolex Middlesea Race. Start ist am 29. und Meldeschluss ist in 2 Wochen. Deswegen haben wir da jetzt eigentlich unbedingt Zeitdruck, aber wir sollten es trotzdem zügig fertig bringen. Und jetzt tippe ich da gerade die ganzen Daten von den Crewmitgliedern ein. Und dann im weiteren Zuge müssen wir das Schiff natürlich dann auch den Ansprüchen oder den Anforderungen, die sie in die Sicherheit haben, erfüllen. Zum Beispiel, dass jeder AES hat am Schiff oder jedes Crewmitglied. Lauter solche Geschichten. Dauert recht lang und jetzt im Auto ist ideal. Wake up, it's warm outside. So, wir sind jetzt in Porto Piccolo angekommen, die Segel sind noch am Bootshänger, die werden wir jetzt alle aufs Boot aufgeladen. Ist recht viel Arbeit, alle Segel haben sicher 500 Kilo, das ist eine ordentliche Schlepperei, aber das werden wir schon alles zusammenbringen. 7 Segel mit einem Gesamtgewicht von über einer halben Tonne müssen auf das Schiff gebracht werden. Für die noch kleine Crew eine ziemlich anspruchsvolle Arbeit. Die erst kürzlich übernommene Vestas wartet darauf, segelfertig gemacht zu werden. Die Segel werden zum Verwahren ins Rumpfinnere gebracht, bis man sie bei Bedarf durch die Luke an Deck bringt, um sie setzen zu können. Langsam wird die Arbeit eines Berufsseglers sichtbar. Normalerweise segle ich auf dem 470er, ich bin Steuerfrau, segle für die Schweiz und möchte nächstes Jahr an die Olympischen Spiele in Tokio gehen. Und ja, ich werde auch dort sein, keine Frage. Wir müssen uns dann noch qualifizieren und so, aber das klappt schon. Und von dem her ist dieses Projekt ganz anders. Es ist offshore und viel größer. Und ja, das reizt mich sehr. Also eine andere Art von Segeln kennenzulernen. Away from this, it's been a good year for rain, but reality changed.
Schönen guten Morgen. Wir machen gerade fertig, um den Motor zu starten. Um dann nach Kroatien zu fahren oder zu segeln, schauen wir, ob es Wind hat. Wie spät ist es gerade? 5 Uhr. Ausgeschlafen? Nein. Aber man muss auch um diese Uhrzeit funktionieren bei euch, oder? Ja, ich arbeite daran. Sich gemütlich im Hafen schaukeln zu lassen, bis einen die wärmende Sonne weckt und ins anliegende Café einlädt? Fehlanzeige. Etwas, wofür man als Berufssegler keine Zeit hat. Der Tag beginnt früh und endet spät. Bis die Sonne aufgeht, sind es noch ein paar Stunden. Für das Ablegen aus dem Hafen ist eine genaue Zuteilung der Aufgaben notwendig. Pass mal bitte auf, wir werden jetzt ein bisschen Zuteilung machen. Bitte checkt jeder, dass er eine Kopflampe mit hat. Wenn irgendwas passiert, dass wir sofort eine einschalten können. Alle bitte Schuhe anziehen. Schauen wir bitte, dass vorne Luken zu sind, dass keiner irrtümlich reinsteigt. Wir werden das so machen. Olli, bist du mit der Linda fahren oder hättest du lieber einen Konsti fahren? Bleibst du im Beat, dann Konsti gehst du vor. Ist gescheiter, genau. Und nimmst die Linda mit. Passt das? Manfred, nimmst du die Backbord-Heckleine, Maja, nimmst du bitte die Steuerbord-Heckleine, sprich da. Das heißt, wir werden das Ganze so machen, wir werden zuerst die lehseitige Mooring lösen, das ist ein bisschen schwierig, der Wind kommt momentan immer von beiden Seiten. In dem Fall ist es so, wenn wir da auf das Schiff drauf treiben, ist kein Problem. Das heißt, wir zuerst die Backbord-Mooring bitte lösen, dann Steuerbord-Mooring und dann werden wir ein bisschen einen Stress kriegen, weil wir müssen relativ lang warten, dass das absinkt in unserer 5 Meter Tiefgang. Ein 21 Meter langes Boot mit fast 5 Metern Tiefgang aus dem Hafen zu bringen, erfordert höchste Konzentration, vor allem nachts. Okay, frei. Darüber hinaus sind die meisten Häfen relativ seicht. Aufsetzen! Das kurze Holpern und die Warnrufe vom Bug verstummen und man ist aus dem Hafen draußen. Bau langsamer, Julian, bitte. Man hatte den Meeresboden nur gestreift. Eine Warnung sozusagen. Hast du gerade gesehen, das ist relativ viel Aufwand. Es darf wirklich nichts hängen. Das merkt, hinten ist die eine Heckleine ein bisschen hängen geblieben. Dann war es gleich ein bisschen ein Problem. Haben wir Gott sei Dank keinen Wind gehabt. Wenn noch jetzt mehr Wind gewesen wäre, hätten wir ein Motorboot gebraucht, das uns zurückschiebt. Endlich Tageslicht. Ohne Wind bleibt der Crew nur der Motor als Antrieb. Irgendwie ist auf diesem Boot nichts leicht. Auch das Landen der Drohne ist bei wenig Wind schwierig. Kaum glauben wir uns für einen Moment entspannen zu können, holpert es abermals und das trotzdem wir das Boot in eine Seitenlage gebracht haben, um den Tiefgang zu verringern. Wollen wir von der scheiß Tiefgang haben? Wir sind im Lerner, oder? Okay. Ja. Wir stecken fest. Die Kunst liegt nun darin, das Boot ruhig und ohne Schäden loszubekommen. Dabei ist die Aufmerksamkeit der ganzen Crew gefragt. Nach hinten geht gar nicht. Ja, eventuell. Ja, mach ich was. Kannst du den Gas noch rückwärts bitte? Ja. Machen wir schon wieder, ich pack's direkt. Gas. Okay, Ladeffekt dabei. Vielleicht noch nicht voll einschlagen, dass wir ein bisschen Strömung auf die Ruder kriegen, oder? Ja, Der spürbare Ruck löst das Boot wieder vom Meeresboden. Dies war für die Crew die zweite und deutlichere Warnung. Was, das war kein Schlag, das ist es, aber
Ausgang, aber das war da. Ja, wir müssen mal warten, dass die Flut ist. Genau, 30 cm mehr Zug. Man legt in Kroatien an. Sichtbare Schäden am Boot gibt es nicht. Wir sind heute in die frühen Morgenstunden schon bei Finsternis oder noch bei Finsternis losgefahren. Wir machen jetzt gerade einen Zwischenstopp da in der Marina in Umag, holen uns noch einen Kaffee und ein kurzes Frühstück. Das ist nämlich der letzte Hafen vor Porto Piccolo, bevor wir eben dann weiter nach Italien wieder fahren. Ja, wir überstellen das Schiff jetzt wieder retour nach Porto Piccolo. Haben jetzt noch am Deck die letzten Debranding-Steps erfüllt, also haben noch die letzten Logos von den Vorbesitzern entfernt. Und was noch fehlt, da wir das Großsegel abmontiert hatten, ist, dass wir jetzt noch die Reffleinen als letztes auch wieder einfädeln. Wie sich aus dieser Crew langsam ein Team formt, seht ihr in der nächsten Episode. Nicht vergessen, Candidate Sailing zu abonnieren. OD on the cheap advice. OC on the cheapest flight. Lately I've been on the move trying to get to something. But I told her I've been running just to see the sights, see the lights, and they're not my types. Who would chill with a brother if it's ice all white, but it's not. Am I living life in a box? Tell if it's a crisis or not. I hate coming off too normal, but I could use a wife and a dog and a job and a white fence off where the white kids walk. Will the vibe